Don't wanna believe what I see. Ja, hallo, guten Morgen, kann ich sagen, It's haunting. weil es gerade zu der aktuellen Situation passt, in der wir uns befinden, möchte ich gerne etwas zu dem Thema Nächstenliebe sagen. Wir haben ja auf der anderen Seite Kriegsgebiete, Krieg in Europa, und da finde ich, ist Nächstenliebe ein sehr wichtiges Thema, eines, das überall thematisiert werden sollte. In der Bibel gibt es ja den Vers: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot der Nächstenliebe. Es ist nach der Gottesliebe, der Liebe zu Gott, das zweithöchste Gebot, eigentlich zusammengehörend mit dem Gebot der Gottesliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sage ich jetzt auch mal besonders auch an Jugendliche gerichtet, weil ich ja auch viel Jugendsozialarbeit gemacht habe und mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. Richte ich das an euch, aber auch an die Alten sozusagen, natürlich. Also was ist das eigentlich, Nächstenliebe? Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass man jetzt zu jedem Menschen hinrennt, ihm um den Hals fällt und ihn abknutscht sozusagen, denn diese körperliche Liebe, die ist gar nicht so sehr damit gemeint. Das ist so, in Einzelfällen kann es auch sehr schön sein, und dann ist es auch normal, aber im Großen und Ganzen macht man das ja nicht, dass man gleich jeden um den Hals fällt und küsst. Nächstenliebe ist also weiter umfassend. Es ist eine Liebe so wie die Liebe von Gott, die Gottesliebe, auch Agape genannt. Es ist eine bedingungslose Liebe. Gottes Liebe verlangt nichts von einem, sie stellt keine Bedingungen, sondern es ist reine Liebe. Und diese reine Liebe, die haben wir auch in uns, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Und von dieser reinen Liebe können wir etwas abgeben an unseren Nächsten. Unser Nächster ist jeder, irgendwo. Und etwas davon abzugeben, das beginnt vielleicht damit, dass man den anderen akzeptiert und toleriert. Man akzeptiert, dass der andere genauso ein Recht auf das Leben hat wie man selbst. Man akzeptiert, aus welchem Land er kommt, welche Sprache er spricht, welche Neigungen er hat, welche Träume er hat, welche Fantasien er hat. Man ist offen dafür und wehrt es nicht ab, sondern man behandelt den anderen so, vielleicht wie man seinen Bruder oder seine Schwester auch behandeln würde, und auch die Liebe ist so vergleichbar, die Nächstenliebe. Ich kann jemanden, der mir eigentlich fremd ist,
so lieben, wie ich meinen Bruder liebe oder meine Schwester. Das ist Nächstenliebe auch. Und Nächstenliebe als Basis für eine Gesellschaft ist natürlich ein tolles Fundament, ein Fundament, das glücklich macht und befreit. Das Gegenstück, das wäre Neid oder Hass, das bedeutet auch unglücklich sein. Und darum ist dieses auch das wichtigste, zweitwichtigste Gebot in der Bibel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sich selbst zu lieben heißt jetzt nicht, dass man super egoistisch durch die Gegend rennt und die Nase so hoch hält oder arrogant ist, sondern die Selbstliebe bedeutet, dass man sich selbst, sagen wir mal, okay findet. So, man ist nicht in Groll mit sich selbst. Man hasst sich nicht selbst, sondern man sagt sich, ich bin ganz okay, so im Großen und Ganzen, und ich mag mich. Und weil ich mich mag und mir sage, ich bin ganz okay, kann ich auch etwas von diesem Gefühl an jemand anders weitergeben und jemand anderen das Gefühl geben, dass er oder sie ganz okay ist. Das geht auch ohne Umarmung und ohne Kuss, sondern es geht dadurch, dass man den anderen akzeptiert und ihm zeigt oder ihr zeigt, dass man akzeptiert. Und das ist etwas Schönes und das kann man auch im Kleinen machen. Man kann einfach mal heute das so machen, sich vornehmen, wenn man einkaufen geht, irgendwo im Geschäft, beim Bäcker, im Supermarkt oder vielleicht an der Tankstelle ist, egal wo, kann man sich vornehmen, ich möchte heute mal zu ein paar Menschen besonders freundlich und höflich sein. Und wenn man sich das vornimmt und das auch lebt, dann gibt man dem Betreffenden oder der betreffenden Person auch Nächstenliebe. Und diese andere Person spürt das. Sie wundert sich vielleicht, warum man so freundlich ist, weil es gar nicht so üblich ist, dass man so sehr freundlich sich begegnet. Meistens ist es ja sehr oberflächlich und gleichförmig und dann fällt es schon auf, wenn man besonders freundlich ist. Und es ist auch so ein Gefühl von Glück, wenn jemand zu einem selbst sehr höflich ist, sehr freundlich ist. Man fühlt sich angenommen, man fühlt sich auch geehrt. Es hat etwas mit Würde zu tun. Man schenkt dem anderen Würde, ein würdiges Gefühl, dadurch, dass man ihn akzeptiert. Wenn man dem anderen auch noch vermittelt oder sagt, dass man ihn mag oder sie mag, ist es natürlich noch eine Steigerung und super. Und gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, in denen wir uns befinden, ist diese Nächstenliebe besonders wichtig. Und das sollte sich jeder, der sich Christ nennt, auch mal sozusagen hinter die Ohren schreiben, dass das ein sehr wichtiges Gebot ist. Und was nicht dazu passt, das ist, dass man die anderen tötet. Und auch oftmals, obwohl man sie gar nicht kennt, persönlich. Man weiß gar nicht, wen man da tötet. Was war das für ein Mensch? Wie war der Charakter? Wie hat er gelebt? Wann ist er geboren?
Wie ist seine Seele? Wo hat er gelebt? Wie ist seine Familie? Das sind alles wichtige Punkte und die müssen jetzt auf den Tisch, sage ich mal. Darüber sollte jeder nachdenken und für sich klar machen, was ist eigentlich Nächstenliebe für mich und warum steht dieses schon ganz am Anfang der Bibel als das zweithöchste Gebot. Darauf basieren eigentlich alle anderen Gebote. Wenn ich mich an dieses Gebot halte, kann ich eigentlich nichts mehr verkehrt machen im Leben. Wenn ich dieses immer weiter ausdehne und egal was ich mache, nehme ich diese Nächstenliebe als Fundament, kann mir eigentlich nichts passieren. Und es kann der Welt auch nichts durch mich passieren, nichts Böses, nichts Schlimmes. Und es kann auch keinem anderen Menschen etwas Schlimmes oder Böses passieren. Und man kann diese Nächstenliebe auch ausdehnen über den Menschen hinaus. Man kann auch das Gefühl von Nächstenliebe gegenüber Tieren empfinden. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, und auch gegenüber Pflanzen. Und man kann jedem Wesen zeigen, dass man es respektiert. Man kann auch jedem Wesen zeigen, dass man es liebt, wenn man es liebt. Ja. So, das wollte ich jetzt heute sagen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da werde ich wahrscheinlich auch noch öfter mal etwas zu sagen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So etwas können sich auch Leute wie Wladimir Putin mal hinter die Ohren schreiben und darüber nachdenken. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das? Und was passiert da bei euch? Was geschieht da? Ein Christ tötet nicht. Darum heißt es auch ganz klar, du sollst nicht töten. Das ist ja kein Wischiwaschi-Satz, keine Wischiwaschi-Aussage, sondern es ist eines der wichtigsten Gebote. Du sollst nicht töten. Und dieses Töten widerspricht ja auch im höchsten Maße dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also sei einfach freundlich den anderen gegenüber, so gut es dir gelingen mag, und nimm dir manchmal vor, mal besonders freundlich zu sein, wenn du in irgendein Geschäft gehst oder so. Und dann achte mal darauf, wie die andere Person reagiert, darauf, dass du freundlich lächelst, sehr höflich bist. Wie reagiert der andere? Wird er auch freundlich und höflich sein, als Echo dafür, dass du es bist? Oder wird er wütend und aggressiv herumschreien und herumhampeln? Ich glaube, er oder sie wird als Echo auch sehr freundlich sein und wird sich freuen über die Freundlichkeit, weil es eine schöne menschliche Begegnung ist. So, und jetzt mache ich hieraus wieder ein Video
sage ciao